Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flyff Universe Video. Wieder mal mit einem Update, das mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Ich will jetzt aber nicht zu sehr darüber reden. Nur kurz zum Intro. Also ich finde es sehr seltsam, dass das Update jetzt eine Woche vor FEC-Ende kommt. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil, also die eine Woche oder 2 Wochen hätten wir jetzt auch noch warten können. Wir hatten jetzt fast ein Jahr keine Updates. Das ist jetzt 11 Monate und eine Woche her seit dem letzten Update. Also fast ein Jahr haben wir jetzt darauf gewartet. Da hätten uns 2 Wochen wahrscheinlich auch nicht umgebracht. Sie hätten es literally genau ein Jahr später releasen können. Hätte auch niemanden umgebracht. Und eine Woche vor FEC-Ende. Wieso? Also, I don't know. Aber egal, wir gucken uns jetzt das Update an. Möglichst unvoreingenommen, aber das wollte ich kurz loswerden. Also ich weiß es und ich bin da auch nicht so Fan von. Aber damit haben wir das jetzt auf jeden Fall abgehakt. Genau, Battle for Madrigal V1.4.0 kommt am 17. Oktober 2024, also schon morgen. Madrigal Tournament. With the Battle for Madrigal expansion, Madrigal Tournament will be introduced, which is a small weekly tournament. This tournament rotates every week between a 3v3 and 1v1 mode. You will be able to apply at the Arena Manager NPC Lay. Okay, das ist interessant, dass die 1 gegen 1 und 3 gegen 3 nicht zeitgleich stattfinden, sondern dass das jede Woche switcht. Also eine Woche ist 3 gegen 3 und die andere Woche ist 1v1. Also hat man immer eine Pause von einer Woche, wenn man jetzt nur an einem der beiden Modi interessiert ist. Das ist interessant, okay. In order to register for the tournament, you will need to pay a registration fee of 1 million Penya and be at least level 120. For the 3v3 week, you will also need to register your teammates who will be participating by forming a party with whom you want to register and proceed to register as the party leader. Matches will be held at 21 server time, also 21 Uhr server time, with the exception of backup match on 9:30 server time on Friday. Achso, ist Freitag dann nur ein Match, wenn man eins braucht, oder was? During the weekends, there will be 2 matches at 21 Uhr und 21:30 Uhr respectively. Diesen vorletzten Satz, Matches will be held at 21 Uhr server time, with the exception of a backup match on... Naja, I guess... Also Backup-Match bedeutet ja eigentlich, man braucht es nicht zwingend, nur falls man es braucht. Keine Ahnung. You can view the weekly ranking the days you've participated on and the results at Lay. You will also be able to view upcoming tournaments. During the tournament, you will fight in an arena similar to the FWC tournament if you have participated in it. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Es ist basically, also es wirkt wie so ein Trainingsmodus für FEC. Bei FEC soll es ja offensichtlich jedes Jahr oder höchstwahrscheinlich jedes Jahr stattfinden. Ich meine, für nächstes Jahr gibt es schon einen Teaser-Trailer, also wird es nächstes Jahr safe auch stattfinden. Ich verstehe halt nicht, warum es dann nicht 4 gegen 4 ist. Also wenn es wie so eine Art, oder ich meine, du kämpfst sogar fast in der gleichen Arena und sogar die beiden Anzeigen, also nicht, dass die für die Spieler ultra relevant wären. Da wirst du jetzt wahrscheinlich am wenigsten drauf achten, während du da aktiv am Fighten bist. Aber es ist alles wie so ein Trainingsmodus, ja, wie so eine E-Sports League mit eben dann Finale ist eben die FWC dann jedes Jahr. Und warum ist es dann 3 gegen 3? Das verstehe ich einfach nicht. Warum ist es nicht 4 gegen 4? Also wo ist jetzt der Unterschied, ob du 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 machst? Außer dass halt 4 gegen 4 auch beim FEC immer so gespielt wird. Keine Ahnung. During weekdays, Monday to Friday, there will be a preliminary tournament where you will earn 3 points for victory, 1 point for ties and 0 for defeats. In the event of a tie, the team with more kills win. And in the event of a tie and same kills, the team with fewer deaths win. Wait, was? Wenn beide die gleichen Kills haben, wie soll denn ein Team weniger Tode haben? Ach so, ich glaube, es ist so gemeint, tote Spieler wahrscheinlich. Also wenn du einen Spieler noch übrig hast mit 4 Leben, gewinnt aber das Team, also das andere Team hat 4 Spieler übrig, alle mit einem Leben, I guess? Ja, hört sich irgendwie so an, als würde es keinen Sinn ergeben, aber ich schätze mal, das ist damit gemeint. Also mit Toten ist da wahrscheinlich wirklich gemeint tot, also kann auch nicht mehr respawnen. Anders würde das nämlich irgendwie keinen Sinn ergeben. In case there is a need to break a scoring tie, there will be a backup match that will be held every Friday evening. Okay, da steht's eh.
where it would be a free-for-all match to determine the winner. Okay. After the weekly preliminary fights, there will be a finals tournament during the weekend to find out who is the strongest player or team for that week. The top 16 teams from the preliminary fights will be entered into the rounds of 16 and will be fought in a tournament-like format. Also auch hier wieder fast wie FEC, nur dass es keine Lower Bracket gibt. Okay. How a finals tournament might look like. No. In the case where there are fewer teams that enter the tournament, matches might be reduced accordingly. Example, if only 8 teams advance and skip round of 16, we will have 1 battle on Saturday and 2 battles on Sunday to determine the final winner. You will be able to obtain a new type of chip called the yellow chip to exchange for various rewards. Please note that all rewards can be claimed inside the tournament UI at Lay until the end of the next finals match. If you don't claim it by then, it won't be available. Also musst du die Rewards manuell abholen. Okay, es gibt 2 verschiedene Beträge. Quasi im 3 gegen 3 kriegst du mehr als im 1 gegen 1. Wenn du Erster bist, 150 oder 100. Wenn du Zweiter bist, 75 oder 50. Dritter, 45, 30, bla 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 bla. Participation Award 1. LMAO. Also wenn du einfach nur teilnimmst, kriegst du einen Yellow Chip. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht, um Leute dazu zu bewegen, mitzumachen. Ein Yellow Chip. Also ich vermute mal, für einen Yellow Chip kannst du dir nichts kaufen. LMAO. You can exchange this item for rewards such as exclusive vendor shop skins, new stated cloaks, premium items and more through the NPC Chip Merchant Waforo. Okay, die new stated cloaks hört sich bedrohlich an. I don't like that, aber die werden wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein, wie immer bei solchen Items. Das sind die New Vendor Shop Skin Examples. Also auch das ist terrible. Wer zum Teufel hat so eine furchtbare Idee? Weil das macht die Übersichtlichkeit von Shops noch so viel schlechter. Also ihr wisst bestimmt alle, was ich meine. Jack the Hammer Shop Skin ist so ultra nervig. Einfach nur, weil er groß ist. Ja. Und die Hitbox hat. Okay. Jetzt hast du hier 2, ich meine gut, das hier ist glaube ich eine normale Mia, keine Violet Mia, also keine Giant, das hier müsste ein Giant Piggy Turtle, beziehungsweise Violet Piggy Turtle sein. Oder ist das hier Violet Mia? Sieht die echt so aus? Okay, weird. Auf jeden Fall, also die Piggy Turtle definitiv wird auch übelst die große Hitbox haben und zusätzlich schränkt es doch extrem die Sichtbarkeit ein. Stell dir mal vor, 5 oder 6 solche Vendor-Skins stehen nebeneinander. Das blendet dich ja komplett weg und du kannst es mit besonderen Effekten nicht deaktivieren. Violet-Effekte gehören zu den wenigen besonderen Effekten im Spiel, die man nicht deaktivieren kann, auch nicht, wenn man besondere Effekte deaktiviert. Das weiß ich, weil ich spiele die ganze Zeit ohne Effekte und ich sehe sie trotzdem. Eieiei. Merkwürdige Entscheidung. You will also be able to bid on who you think will be winning with Penya for a chance to win more Penya. You will be able to bid on the 4 final teams, okay, nicht auf alle, who will be fighting for the semifinals and finals on Sunday. Ach, sieht man dann nur... Ach so, nee, oben sieht man's. Aber woher weiß ich, auf was die gebettet haben? Okay. Naja, ist ja nicht so wichtig. Also, man sieht's wahrscheinlich sogar, wer auf was gewettet hat irgendwie. Bidding will be closed at 4 Uhr server time on Sunday. The Penya will be distributed after deducting a 20% commission by the system to be the total Penya pool, with the number 1 ranking bidder to receive 15% of the total pool, number 2 10, number 3 5, and other participants receiving 50% of the amount divided by the total number of participants. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn nur 4 Leute wetten, bekommt Platz 4 die meiste Kohle. Was? Was ist was? Wer denkt sich sowas aus? Was? Junge, wenn 4 Leute mitmachen, dann kriegt der erste 15%, der zweite 10%, der dritte 5% und der vierte 50%.
Ich meine, das System wird sowieso kein Mensch nutzen, aber wow. Also jetzt erst recht nicht mehr. Couple System. With this expansion, a couple system is being introduced to the game, allowing you to form a couple with whoever you desire, sharing various benefits together. To form a couple, you and your partner would have to be level 61 or above and will need to propose to another character using a ring. In order to propose, there will be a new option when you bring up the menu for another character, called Couple Proposal. Please note that there will be no character gender restrictions to forming a couple. Ja gut, das haben wir uns eigentlich schon angeschaut. Also das hier glaube ich, also es gibt welche, die man in-game bei einem NPC mit Penya kaufen kann. Es gibt aber auch Cash Shop exklusive mit zusätzlichen Vorteilen. Du kannst den Ring jederzeit ändern. Genau. Once you become a couple, you will have various perks available to use. First and foremost, you will be able to teleport to your partner's location. The number of available daily teleports will depend on which ring you use and will reset every day. For the basic cubic ring, purchased with Penya, you will be able to teleport 1 time per day. All of the Cash Shop Ring items will have 2 teleports available per day. Wow, du kaufst das für Cash und kriegst nur 1 Teleport mehr, okay. Hört sich ja nicht so prickelnd an. You will also have unique skills and buffs to use. More skills will be unlocked as your couple level increases and you will need couple skill points to be able to use the couple skills. You can obtain skill points by either leveling up or getting system gifts for different anniversary milestones. You will also have the option to purchase items that give you skill points if you need them from the cash shop as well. Note that your ring does not affect the available skills or their strength. Also ist der einzige Vorteil von einem Cash Shop Ring, dass ich 1 Teleport mehr habe, oder was? No way, dass das der einzige Vorteil ist. Also wir haben verschiedene Skills. Field Outing. Reload the Experience Lock Gauge by 5% of the maximum. Party Together. Party Experience increased by 10% for 30 minutes. Can only be used if both members are in the same party. Golden Luck. Drop Penya Quantity. Increased by 5% for 10 minutes. Happy Jump. Jump Height increased by 50 for 10 minutes. Könnte für Guild War extrem relevant sein. Oder für PvP. Swift Recovery, FP and MP Recovery amount increased by 10% for 10 minutes. Madrigal Roll Movement Speed increased by 5% for 10 minutes. Stamina Boost, all stats increased by 5 for 10 minutes. And Blessing from the Sky, basic flight speed increased by 3 kilometers per hour for 5 minutes. You will also have access to couple-only motions. Your partner will need to accept your request so that you can synchronize your location beforehand to perform the motion. Oh, sind sie nicht süß. There are 2 ways to gain experience towards your couple level. The first and more effective way is more ineffective way is passive experience gain while both members of the couple are online. The more efficient way will be completing random daily couple quests. Every day there will be 2 random couple quests selected, 1 for each member of a couple. These quests are fairly simple and are mostly kill or gather quests at lower level areas. You get the special anniversary gifts in your mail based on the number of days you've maintained your relationship with your partner. Okay. Also es ist basically einfach Skillpunkte. Ja. Kriegst einfach Skillpunkte. Und Feuerwerk. You will be able to use a special housing template for couples only. This will be similar to your personal housing, but items will be shared between the 2 partners. Gütergemeinschaft also. You will need to purchase a special couples only template for this feature. Please note that in the case you break up, the person who has purchased the template will keep the housing template on their character. You will also have couple storage that will be shared between you and your partner. More slots can be obtained by leveling up your couple level and or purchasing a higher grade ring from the Cash Shop. Also sind die Cash Shop Vorteile ein größeres Möbellager fürs Haus und ein zusätzlicher Teleport pro Tag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Please note that all these perks will be gone and your couple level will be reset once you choose to break up, so proceed with caution if you choose to do so. Ultimate Jewels.
In the Battle for Madrigal update, you will be able to enhance your ultimate weapon even further with ultimate jewels. With each upgrade of your ultimate weapon, a jewel or rune slot will be unlocked, giving you a total of 5 slots. There are many different types of jewels, each with 10 grades. Note that you cannot insert more than one of the same type of jewel, regardless of grade. If your weapon's upgrade level drops after unlocking a jewel slot, the slot remains unlocked, but the effects of any jewels or runes inserted into that slot are disabled until the weapon is of a sufficient upgrade level again. Gut, heißt im Endeffekt mehr oder weniger, man verliert halt das Jewel oder die Rune nicht, was definitiv gut ist. Definitiv. To place the jewels in your ultimate weapon, simply double-click the jewel and use it on the weapon you desire, much like how you would use a piercing card. Here are the different types of jewels currently implemented. Def, STR, Int, Dex, HP, STA und ATK. Def, HP und ATK in... Nein! Def und ATK. Hier steht nur Attack Rate, ne? Okay, also Def ist auf jeden Fall Prozent, HP ist Flat. ATK würde ich jetzt mal behaupten ist Prozent, aber hier steht tatsächlich Attack Speed. Oh, nevermind, okay. Na gut, vergiss es. These jewels will have different grades from 1 to 10. 10 being the highest, runes are a special, more powerful type of jewel with only one grade, which increases stats in percentages. Gut, hat sich erledigt, also das ist alles flat hier oben. Und die Runen sind die Prozente. Ich glaube, das war genau das, was im letzten Ding nicht dabei stand. Ich dachte, das wäre jetzt einfach das gleiche. Okay, das heißt, wir können 10% Def, ATK, Mage Resist, Magic Resist, Critical Resist und Defense bekommen. Und man kann ja alle 5 dann quasi zeitgleich benutzen. Moment, da steht zweimal... Leute, da steht zweimal Defense, lol. Ich dachte es mir auch gerade, hä? Okay, also das hier sollte natürlich Attack Speed heißen, LMAO. Also da steht jetzt zweimal Def, aber einmal ist Attack Speed. Ja gut, Attack Speed braucht kein Mensch, das würde man weglassen. Aber die anderen 4 könnte man tatsächlich zeitgleich bekommen. Okay. There are various ways to obtain these jewels. Firstly, cursed dungeon monsters have chances to drop an ultimate jewel box, which has a chance to give you one of the various jewel items from grade 1 and 2. Jewel pieces and runes, which can only be obtained by this method at the moment. The second method is using ultimate jewel gemstones. These gemstones also drop from the same dungeon monsters and can be broken down at the jewel manager into different types of jewels and pieces. Okay. You will have a chance to craft different jewel fragments from the gemstone. I have a low chance of obtaining a whole grade 1 jewel. The cash up item Cutting Knife will always guarantee the success of getting a jewel fragment and boost their chance of yielding more pieces. Okay, das kennen wir eigentlich alles schon. Once you have 10 jewel pieces, you can attempt to convert them into one grade 1 jewel. If you fail, you will yield between 1 and 2 of the pieces back. There will be also a cash up item called Mana Stone that prevents you from losing any pieces on failure. Always yield back 10 pieces when you fail. Of course. Okay, wow, okay, es gibt fast keine neuen Infos tatsächlich. If you have at least 3 full jewels of the same grade, you can fuse them into one of the next grade. You may fuse between 3 and 6 jewels with your chance of success increasing as you fuse more. Upon failure, you can yield back between 0 and 3 of the jewels used in the process. With a cash up item called Advanced Mana Stone, changing that range to between 1 and 3. You can remove the ultimate jewel that you have placed with 5 million penya. However, this will destroy the jewel in the process. If you would like to keep the jewel that you remove, you can use the cash up item Jewel Tweezers to preserve the jewel you are removing. Ja, also was soll ich dazu sagen? Das ist eigentlich unverändert. Das Einzige, was neu ist, ist, glaube ich, diese kleine Tabelle. Alles andere sind literally die gleichen Infos, die wir schon hatten. Ja, also ich bin definitiv kein Fan davon. Überall kann man Cash-Up-Items benutzen. Alles hat eine Prozentchance. Alles kostet Penya. Also, ihr müsst euch das mal reinziehen. Hier. Achso, weil das ist nicht die Box, ne? Okay. Okay. Also die Box zu öffnen kostet wahrscheinlich kein Penya. Aber das scheint das Einzige zu sein, was kein Penya kostet, die Ultimate Jewel Box zu öffnen. Alles andere kostet Penya und hat Prozentchancen und nie garantiert. Also einfach nur so ein Ultimate Jewels Gemstone einfach kaputt machen, um dann hier diese Pieces, Jewels und Pieces zu bekommen. Das kostet einfach Penya. Warum zum Teufel kostet das Penya? Ich weiß auch noch gar nicht, was ich bekomme und dafür muss ich Penya zahlen.
Also das ist echt crazy. Aber, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kein Mensch machen wird. Da werde ich mich wahrscheinlich heftig täuschen, aber ich weiß auch nicht. Crazy. New housing features. There will be even more housing contents available for you to enjoy this update. First, you will be able to dress up the housing NPCs you have with the costumes or equipment you own. You will be able to choose what look the housing NPC will have from your cosmetic wardrobe. Please note that once the NPC's usage expires, the costume you've set will be reset. Also du kannst einfach deine NPCs anziehen, was du willst, mit Sachen aus deiner Garderobe. Furthermore, you will be able to train your raised pets via an NPC called Mag, available from the cash shop. This NPC will feed your raised pets at specific intervals with the relevant pet candy grade of the NPC. Please note that the NPC will be divided according to the pet candy grade you need, and the higher grade NPC won't be able to provide the lower grade pet candy to your pets. Also es gibt verschiedene Stufen von den NPCs und die können nur eine Art von Pet füttern. You will need to register your pets in your housing objects list, and you will be able to select which pet you want to raise from the NPC. You can register up to 3 pets at the start, and if you need more slots available, you will be able to purchase the item Scroll of Pet Inventory, Character House, from the cash shop to increase the slot by 1 and have up to 15 slots. Aber leveln die auch alle zeitgleich oder nacheinander? Ich meine, nacheinander wird nicht so viel Sinn ergeben, wenn es 15 Slots gibt. Also bei einem A-Pad, das würde ja 30 Milliarden Jahre dauern, bis diese 15 mal durchgelaufen wären. Also ich schätze mal schon zeitgleich. Also once you place the pets in your housing, they will roam freely within your housing area. Of course. You will have more templates to choose from this time with the small... Oh, okay, es geht einfach mit was komplett anderem weiter. You will have more templates to choose from this time with the small S-sized ones available via the NPC and the larger ones from the cash shop. This time there will be even larger housing templates in the manner of L and XL sizes as well. There will be also a new cash shop item called Scroll of Housing Preset to increase your housing preset amount by 1, which goes up to 20 in case you want to use more than one template according to your taste and want more presets to customize your needs. You will also have a new interaction menu available for different furniture. Chair sitting, sofa sitting and bed lying. Also gut, zu den Templates und so, das ist mir persönlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Das mit den Pets könnte halt echt crazy sein. Wenn du wirklich hier einen A-Pet-NPC hinstellst und der füttert 15 A-Pets alle 2 Stunden zeitgleich, das ist ja geistesgestört. Und es kostet kein Penny anscheinend. Also zumindest steht das hier nicht. Also hier steht nirgendwo, dass du das Pet Candy haben musst. Oder du musst die Pet Candies da reinfügen, aber dann wird es keinen Sinn ergeben. Das würde dann keinen Sinn ergeben. Also, wenn das wirklich funktioniert, dass du so viele Pets zeitgleich fütterst, entweder nur mit einem Candy oder sogar komplett ohne Candy, dann ist das halt geistesgestört und wird zwangsläufig langfristig dafür sorgen, dass Pets noch günstiger werden. Und es könnte sogar sein, dass irgendwann Pets sogar fast wertlos werden. Außer wenn sie wirklich perfekt sind. Weil, mal angenommen, du hast jetzt einfach, du hast jetzt einfach 500 E-Pads. Also du sammelst wirklich, also übertrieben gesagt, also du sammelst jetzt Ewigkeiten alle deine E-Pads. Dann kaufst du dir einmal den E-Pad-NPC. Dann ballerst du die da alle rein und lässt die ganze Zeit leveln. Machst du mit all deinen Pads, bis sie alle D sind. Und mit den D-Pads machst du dann genau das gleiche. Du sammelst hunderte D-Pads, ballerst die da alle Zeit gleich rein. Gut, in der Regel werden es nur 3 sein, nicht 15. 15 musst du ja kaufen. Aber 3 ist ja auch egal. Und dann füttern die, leveln automatisch, während du offline bist, wenn du was anderes machst, wenn du whatever. Dann leveln die hoch und dann hast du entweder Reroll-Pads, wenn sie schlecht sind, oder wenn sie 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, whatever. Also wenn du so viele Pads irgendwann kreierst, irgendwann muss eins dabei sein, was ultra gut gelevelt ist. Und du machst damit die Asche deines Lebens. Also das wäre natürlich der Best Case. Ich meine, natürlich ist es relativ unwahrscheinlich. Aber wenn plötzlich Leute anfangen, hunderte Pets zu züchten, was vorher nicht der Fall war, weil es plötzlich quasi nur noch ein paar F-Coin kostet im Vergleich zu vorher 100 Millionen bis Milliarden von Penya,
dann wird das zwangsläufig den Pet-Market definitiv beeinflussen. Und es werden sicherlich hier und da ein paar, zumindest perfekte B- oder A-Pets entstehen. Also S jetzt vielleicht eher weniger. Also bis S, dass wirklich alles perfekt ist. Aber es werden auf jeden Fall krasse Pets entstehen, die so niemals entstanden wären, wahrscheinlich ohne dieses System. Das ist schon crazy. Ja, Rainbow Race Enhancements, das haben wir uns ja eigentlich auch schon, ja, genau. Also gut, das haben wir uns eigentlich auch schon angeschaut. Forsaken Tower Expansion. There are new Forsaken Tower floors to be explored. Floor 6 will be for characters between level 36 to 145, verdammt nochmal. And floor 7 will be for 106, 46, verdammt nochmal, nicht 64, and above. Please note that floor 5 will now be level capped at level 135. Ja, damit schmeißen sie mir einen heftigen Stock zwischen die Beine, weil meine FEC-Charakter sind tatsächlich zwischen 142 und 47. Also ich kann dann ab morgen quasi keinen Tower mehr machen. Nicht mit einem Chance zumindest. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Screenshot ist. Es ist wahrscheinlich als Teaser gemeint, weil man erkennt zwar hier natürlich ein bisschen Tower, aber basically ist es stockfinster. Und ja, ich denke mal nicht, dass es so tatsächlich aussehen würde, weil sonst könntest du literally das Game nicht spielen. Genau. Also, hier steht zwar Screenshot of the new floor, aber das wird niemals so dunkel sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist, du erkennst ja literally gar nichts. Das wäre crazy. Other changes. Bug fixes. Monster special attacks on the ground are no longer obstructed by terrain or other objects and will always appear on top of everything. Das wäre echt cool, wenn das wirklich so ist. Mal schauen. Das bedeutet quasi Monster Skill, Giant Monster Skills und Boss Monster Skills, die roten Kreise basically, siehst du immer. Die können nicht mehr unter dem Boden verschwinden oder unter irgendwelchen Objekten. Mal schauen. Fixed various grammatical errors in system messages. General changes. Sunstones now drop in all cursed dungeons at a higher chance than in the Wilds dungeon. Okay. Added a new item, Brilliant Amethyst, which is a version of Amethyst with a higher success chance, droppable in all cursed versions of dungeons, as well as the Wilds. Removed mid-cage key drops from cursed dungeons. Slightly reduced the drop rate of high cage keys in Nightmare dungeons. Wait, what? Wieso? Slightly reduced the drop rate of high cage keys in Nightmare dungeons. Also Nightmare dungeons sind jetzt noch schlechter? Die hat doch sowieso schon kein Mensch mehr gefarmt. The mobile main menu has been improved and now wraps across 2 rows. Revamped the visuals of clouds in between continents, more resembling a sea of clouds. Balance changes. Reduce the damage of all explode on death mechanics, including the Zephyrian hounds in Storm Peak. Reduce the damage of cursed Storm Peak monsters. Increased Kaiga's HP in Kaiga's Assault to 1.5 billion. From 1 billion. Wait, Kaiga's Assault HP erhöht? Aber was soll das bringen? Das ist doch 1% oder nicht? Oder kann der sterben? Der kann doch nicht sterben, oder? Ja, was soll das bringen, die HP von Kaigas zu erhöhen? Verstehe nicht. Der kann doch gar nicht sterben, oder? Also wäre mir jetzt neu, dass er sterben kann. Und ob er jetzt 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden, das ist ja egal. Es geht ja quasi. Also, na gut, okay, es dauert dann halt länger, I guess. Na gut, deswegen wahrscheinlich. Aber hatte ich jetzt. Also das Ding ist halt, wenn es wirklich ein ausgeglichenes Battle ist, dann ist es, würde ich jetzt einfach mal behaupten, egal. Und ja, wenn es sehr einseitig ist, dann ist es halt schneller vorbei. Aber ganz ehrlich, wenn es so ultra einseitig ist, ganz ehrlich, dann ist es doch gut, dass es schnell vorbei ist. Also wer will so ein ultra einseitiges Battle noch extra länger spielen, dass es noch 30 Sekunden oder 60 Sekunden länger dauert, wenn du eh so heftig auf die Schnauze bekommst. Also, nur meine Meinung, ne? Aber, also ich hatte es noch nie in Kaigas Assault, das wirklich ausgeglichen war, aber dann plötzlich weggerusht wurde, weil die Gegner alle auf Kaigas draufgehauen haben und man hatte dann keine Zeit mehr fürs Comeback, weil es zu schnell vorbei war. Das habe ich noch nie erlebt. Also entweder du wirst komplett gestompt oder es ist komplett ebenbürtig und das ist ein spannendes Match. Was anderes habe ich ja noch nie erlebt. Wirklich. Artifact HP wurde auch erhöht und Sea Room now contains more powerful monsters going up to level 160. Andere Changes, die Items Brilliant Amethyst, Itemate Jewel Box und Itemate Jewel Gemstones will have half the drop rate on FWC servers. They will have the same drop rate regardless of server.
Naja, das stimmt halt aber nicht, weil wenn du eine F-Coin Flask aktiv hast mit 100% Drop Rate plus der FEC-Buff mit 100% Drop Rate, hast du 300% Drop Rate. Und die Hälfte von 300 ist 150 und auf Borodeng hast du nur 100. Also stimmt irgendwie so nicht, ne? Haben sie die F-Coin Flask vergessen, I guess. Aber okay. Interessant. Ja, das waren alles Infos. Es wird auf jeden Fall jetzt weitere Videos geben. Morgen kommt schon das Update. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.